Servus, ich bin's wieder, euer Magneto. Heute ohne Magnet, sondern mit dem Metalldetektor. Auf der Suche nach dem verlorenen Zahngold. Mich hat jemand angeschrieben und gefragt, ob ich ihm helfen kann. Er hat hier auf diesem Parkplatz, normalerweise stehen hier Wohnmobile, beim Campen sein Zahngold verloren. Er hat das irgendwo hingelegt. Und beim Zusammenpacken ist es verloren gegangen und die haben es auf der Wiese nicht mehr gefunden. Ja, und da ist er, Magneto am Start. Und mal gucken, ob wir es schaffen, das wiederzufinden. Das wäre der Hammer. Ja, ich würde sagen, wir nicht lang schnacken. Gut Fund. Ich leg mal los. Das Gebiet ist etwa 10 Quadratmeter, meinte er. Also dürfte es auch nicht zu lange suchen. Wenn wir Pech haben, war schon jemand anderes da. Ich stelle mal auf Edelmetall. So. 1887, ich glaube, das war's. Wunderbares Wetter, T-Shirt-Wetter. Das ist es nicht. Ich gehe einfach mal aufs erste Signal, das ist es nicht, aber trotzdem interessant zu wissen. Mal gucken, was hier ist. Lecker. Also es ist zwar auch golden, aber ich würde es mir nicht in den Zahn stecken. Ja gut. Ich suche mal weiter und wir melden uns beim nächsten Fund. Bis gleich. So, ein paar Kronkorken später und Aluminiumfolie und irgendwelche Erdnägel. Klingt nach was Edlerem. Aber vielleicht ist es auch bloß ein Kronkorken. Wir werden mal hinschauen. Ist nicht so tief. Aber zu tief dafür, dass es der Goldzahn sein kann. Mal schauen. Lecker. Ja, wieder Gold. Aber nichts, was ich... Nein, natürlich nicht. Gut. Da haben wir noch ein paar Meter. So, das klingt wieder interessant. Schauen wir mal.
wieder an der Oberfläche, aber hey, cool. Diesmal auch was für mich. Ja. Biedermalz. Okay. Immer wenn man denkt, das klingt gut, ist es der Kronkorken. So, wir haben jetzt schon eigentlich das Areal abgesucht, welches hier sein sollte, neben diesem Stromkasten. Ich gehe jetzt noch ein zweites Mal drüber. Sicher ist sicher. Ansonsten war es vielleicht die diebische Elster. Und das Zahngold liegt jetzt irgendwo im Elsternest. Niemals aufgeben. So, also wir sind jetzt eine Stunde hier über den Platz gerannt und haben Kronkorken, Haarnadel, irgendwas gefunden. Haben den guten Mann nochmal angerufen. Er hat uns nochmal die Fotos gezeigt und gesagt, hier, wo er was eingeladen hat. Also es sieht schlecht aus. Wir machen jetzt hier noch 10 Minuten noch mal zum dritten Mal förmlich rumgehen, aber ich sehe schwarz. Hier ist jetzt gerade noch mal ein anderes Signal, was eigentlich ganz interessant klang. Ich tippe auf Kronkorken. Ich würde sagen, Kronkorken. Was für einer? Keine Ahnung. Ach Mensch. Das wird nichts. Ja, wie gesagt, 10 Minuten. So, Magneto hat aufgegeben. Nein, Quatsch. Also wir sind jetzt durch. Wir haben den Parkplatz durchflügt. Hier sieht man die Ausbeute des Tages. Kronkorken, 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 Kronkorken. Ein Schlüssel, sehr interessant, von wahrscheinlich Koffer oder sieht aus wie ein kleiner Kofferschlüssel. Ich glaube, das ist eine Vogelkrampe oder irgendwie so. Ich weiß nicht, wie das heißt, von den Tauben oder so. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es besser wisst. Und Schrauben, Haarnadel, ja, hier Schrauben, das ist auch, kann ich nie erkennen, was das ist. Relativ schwer. Schönes Muster dran. Kaugummi, Alu. Und das war's. Schade, das Zahngold bleibt. Oder jemand anderes hat schon gefunden, kann auch sein. Egal. Das nächste Mal hoffentlich mit mehr Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Magneto. Und vielen Dank an Marius fürs Filmen. Ne? Tschüss. So, jetzt haben wir den Salat. Goldzahn nicht gefunden. Ab nach Hause. Niet. Doppelniet. Ja. Polizei schleppt nicht ab, ist ein Privatparkplatz. Ich könnte jetzt in diesen Park rennen, in den wunderschönen Park. Kann ich nur empfehlen. Kulturinsel Einsiedel. Wunderschön, aber hat noch knapp 5 Stunden offen. Und wenn wir Pech haben, kommen die dann auch erst zum Feierabend hier raus aus diesem tollen Park. Polizei schleppt nicht ab, wie gesagt, es ist ein Privatparkplatz. Shit, was machen wir denn da? Ich wüsste gar nicht, was ich mit der ganzen Zeit jetzt anstellen könnte. Vielleicht eine Parkplatzrunde. Darauf wird es wohl hinauslaufen. Wir werden es. Tschüss. Man braucht Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Los geht's. So, jetzt sind wir vorbei. Wo könnten die Menschen den ganzen Schmuck verlieren? Bestimmt.
hier, Signal. Oh. Oh, ich fasse es nicht. Wir haben was gefunden. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Einen Anstecker, glaube ich. Oder ein wunderschön. Ich glaube, das können Ohrringe sein, oder? Nee, Ohrringe so rein, das ist ja auch Quatsch. Oder eine Brosche. Hat's eine Punze? Gucken wir. Sieht man das gut? Mhm. Schön, oder? Schmuck! Ohne Punze, aber trotzdem hübsch. Mensch, der erste Parkplatzfund, wer hätte das gedacht? Yeah! Nach dem ganzen Kronkorken-Desaster heute. Ein Parkplatzfund. Vielleicht ist ja ein komplettes Collier noch hier daneben. Mhm. Scheiße. Mist. Einfach ein Stück Nagelschrott, keine Ahnung. War jetzt auch nicht das Signal gewesen, dass es Edelmetall ist. Marius, wie viele aktive Zuschauer haben wir jetzt? Ich glaube mindestens einen. Na, dann Grüße. Ja. Soll ich jemanden grüßen? Ja, Manchmal klar. schreiben die ja in den Chat. Kannst du bitte mich grüßen? Jetzt sind es schon 2. Also falls ihr wollt, dass ich euch grüße, dann kann ich das machen. Dann gucken wir euch nämlich genau mindestens eine andere Person noch zu. Also Ach scheiße, das war Mist. Das war wieder das Problem, dass man es vielleicht anmachen sollte, bevor man losgeht. Ich muss den Blick nochmal zurückgehen. Na da. Sehe ich da schon mit ganzem Auge. Das ist bloß Aluminiumschrott oder vielleicht sogar ein Kaugummi oder so eingewickelt, keine Ahnung. Das war's. Also es wäre ja Glück, wenn wir jetzt noch mehr Schmuck finden würden. Nee, der zeigt zu viel Eisenschrott an. Also ich gehe jetzt bei so einem Signal nie da tiefer. Was ist denn hier los? Der Willi Heizberg ist für Graben. Okay, wir gucken hier nochmal. Willi Heizberg. Willi ist für Grabe. Herrlich. Bagger ran. Also auf jetzt. Guck mal, ich zeige euch mal, wie verdichtet jetzt hier der Boden ist. Aber ihr wisst Bescheid. Kranplätze müssen verdichtet sein. Oh. Ist das vielleicht ein Goldnugget? Was ist das? Das ist es. Es ist relativ leicht. Könnte Alu sein, aber eine Struktur vielleicht. Es ist wunderschön. Es sieht so ein bisschen aus so wie so eine Art Rose. Nee. Also das ist aber merkwürdig. Es lässt sich aber auch nie verbiegen. So einfach. Ja, ich kann es ja mal später sauber machen.
weit. Draußen. So, siehst du, und deshalb geht man nie auf Eisensignale, weil das Eisenschrott ist. Irgendeine Spitze, irgendwas von. Wir gehen ab jetzt nur noch auf Edelmetall. Ja? Damit sich der Ausflug noch irgendwie lohnt. Cool, Alufolie. Geil. Fetzig. Alufolie. Sag ich doch, wir gehen auf Edelmetall. So, ein Loch noch. Hey, cool. Eine Dosenlasche. Hey, fetzig. Seid ihr auch so begeistert wie ich? Wir kümmern uns erstmal ums Auto. Vielleicht später nochmal. Schönen Samstag euch. Magneto. Ciao. Thank you.